Schönen guten Abend und willkommen bei der Mayo. Heute ist Mittwoch und Mittwoch ist alle 4 Wochen die goldene Piratentruhe-Event. Ja, sieht man, oder auch Piratentruhe-Event, wie man es nennen möchte. Ist alle 4 Wochen, bevor die neuen Update-Teile kommen, kommt nochmal 5 Tage das wunderschöne Event. Da ist es ganz wichtig beim Weg zum Sieg, Leute. Gibt es täglich ein Anmeldegeschenk. Ja, da kriegt ihr jeden Tag umsonst. Und wie ihr seht, morgen kriegt ihr sogar auch doppelt Gold. Und am Samstag und Sonntag, also wenn ihr da was kaufen wollt, nutzt dieses Item. Ihr bekommt jeden Tag auch 10 Piratenschlüssel umsonst. Sind hier die verblichenen Piratenschlüssel. Da ist ganz wichtig, Leute, die gelten nur bis Sonntag 2 Uhr europäische Zeit, 0 Uhr UTC-Zeit. Danach sind die weg. Es gibt noch eine andere Art von Schlüsseln, die zeigen wir gleich. So, und es gibt dann auch jeden Tag Aufgaben, wie hier Luftschiff-Bauteile, die ihr machen sollt, oder die Ausrüstung, die ihr verbessern sollt. Dann gibt es heute den Glückstreffer, so nennt sich das. Das sind die Galeriemünzen. Die nehme ich immer gerne mit. Sage ich euch, wie es ist. Einmal kriegt ihr hier relativ viele Schlüssel ran. Und ihr bekommt halt hier auch die Pyrabahn und die Handwerksmaterialien. Sowie auch noch blaue Edelsteine. Gut, die blauen Edelsteine sind jetzt nicht das Wichtigste für mich. Rote wären schöner gewesen. Moin, Karfreitag! Mensch, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen und gehört. So, und es gibt dann bei voller Sprint auch noch für die goldenen Schlüssel, die ihr einsetzt, bekommt ihr dann welche wieder. Ne, warte mal. Quatsch. Doch. Genau. Wenn ihr goldene Piratenschlüssel einsetzt, in dem Fall müsst ihr hier 100, dann kriegt ihr 15 wieder und so steigert sich das immer wieder, genau. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war. Genau. Hey Blackie, am Samstag kommt zusätzlich hier noch ein Event zu, wo ihr für Gold aufladen im Spiel, ja, oder Items aufladen, die mit Gold generiert werden, oder dazu bekommt, kriegt ihr dann auch nochmal zusätzlich verblichene Schlüssel wieder für die Leute, die payen wollen in der Richtung. Ich muss aber wieder sagen, viele spielen hier bei dem Event und verbessern ihre Items, ja, ihre 6 Gruppen, die es ja davon gibt. Einmal die Ausrüstung, Luftschiffteile, die Edelsteine, die Gebäudewappen, dann die Wächterwaffe, die Kuriositäten und das letzte vergesse ich immer. Nein, sind 6. Ich spiele es mittlerweile relativ sehr bescheiden, weil die Hauptbelohnungen für mich im Piraten-Event nicht so massiv sind, dass ich sage, yo, ja, das ist auch meine persönliche Einstellung. Viele spielen es, ich sammle die Items für in 2 Wochen das große 50% Event. Ganz wichtig ist, bevor ihr hier anfangt, Sachen zu verbessern, ja, guckt vorher, wie ist euer Highscore. Ich könnte jetzt das Teil hier verbessern, das weiß ich. Würde ich hier bekommen 3,258 Billionen Punkte. Wie ihr seht, ist auch mein Rekord und aktueller Highscore der. Das heißt, die würden auch direkt übergehen, die Punkte. Dann würde ich dann ankommen hier. Ja, theoretisch. No. Überlege ich die ganze Zeit. Wenn ich jetzt Karfreitag wäre, würde ich das wahrscheinlich drücken. Aber ich glaube, nein, das schaffe ich. Das halte ich aus, die 2 Wochen. Es gibt Items. Es gibt Items, Bereiche wie jetzt die Luftschiffteile, da ist mein Highscore zum Beispiel 43,56 Millionen. Ich habe aber nur 42,46 Millionen drin. Wenn ich jetzt hier einen Teil verbessere, Leute, müsst ihr dann das auch gegenrechnen. Ja, das heißt nicht 3 Milliarden Punkte, Billionen Punkte, wie auch immer, werden verbessert, sondern nur 2,1 Billionen. Da müsst ihr immer drauf achten. Ja, und das geht in manchen anderen Bereichen genauso, weil bestimmte Teile sind hier wichtiger, wie die 4 in der Mitte, als die 2 äußeren, aus meiner Sicht.
Ne? Darauf müsst ihr achten. Deswegen nicht wundern, wenn manchmal jemand etwas verbessert und bekommt keine Punkte. Ja, das ist auch nochmal wichtig. Oder wie jetzt zum Beispiel, ihr habt die Prophezeiung, warte mal, ihr habt die Prophezeiung 5 und würdet dann ein neues bauen. Dann würde ich jetzt hier erstmal Minus machen beim neuen Update. Ne? Nicht vergessen. Ja, der Karl Freitag hat noch geschrieben, es gibt eine Line-Gruppe von mir, wo so ein paar Verrückte neben mir rumspringen, die Ahnung vom Spiel haben. Manche haben sogar mehr Ahnung vom Spiel als ich noch nebenbei. Könnt ihr gerne auch reingucken in die Gruppe. Also ihr könnt mich gerne dort adden. Der unterstrich Mayo 83, glaube, heiße ich dort. Wenn nicht, korrigiert mich bitte im Chat. Genau, könnt ihr gerne machen und dann kann ich euch dazu einladen. Genau, wie gesagt, ich mache das nicht. Galeriemünzen mache ich. Freitag kommen... Oh, kam jetzt Freitag eigentlich noch die Rekrutierungsbanner oder nicht mehr? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Früher gab es Freitag doch noch auch die Rekrutierungsbanner. Da bekamst du da auch Piratenschlüssel. Gibt es die noch oder haben die das jetzt gestrichen gehabt? Da bin ich mir nicht mehr sicher. Sonntag auf jeden Fall gibt es dann nochmal die Luftschiffteile, die ihr verbessert. Ja, nicht verwechseln mit den Luftschiff-Bauteilen. Luftschiff ist hier, ja, und die nutze ich, oh, Entschuldigung, die nutze ich immer gerne. Der unterstrich mal 83, Dankeschön, habe ich ja richtig gesagt, ne, die mache ich hier gerne, sorry, das hier, ne, am Sonntag. Ja, dann habe ich es ja richtig gesagt. Supi, genau, also, wie ihr seht, hier sieht man es ja gleich an dem Punkt, ich könnte das verbessern, mache ich aber nicht. Oh, da fehlt mir auch nicht mehr viel. Könnte ich das sogar noch verbessern? Ah, hier wird es teuer. Das würde ich gerne verbessern, aber da fehlt mir ein Zepter. Das würde ich sogar machen. Mache ich aber nicht. Da muss ich nicht haben. So, wir gehen nochmal rein in die goldene Piratentruhe. Hier oben seht ihr das direkt. Hier seht ihr die verblichenen Schlüssel und hier seht ihr die goldenen Schlüssel. Die goldenen Schlüssel könnt ihr bekommen nur über zwei Varianten. Entweder ihr kauft Bündel, um Piratentruhenschlüssel zu erhalten, oder beim Kauf von Allianzbündel, was immer Nex für mich macht, erhalten alle Mitglieder 5 Schlüssel oder 10 Schlüssel. Also das lohnt nicht wirklich für die Spieler. Na gut, wenn du 100 Spieler drin hast, dann gibst du halt 1000 Schlüssel ab, wenn du das nimmst. Aber es ist jetzt wirklich relativ bescheiden. Ja. Wichtig ist nochmal hier nebenbei, es gibt eine Kiste beim Sonderangebot. Da bekommt ihr die doppelten Schlüssel für den Preis. Ja, ansonsten kriegt ihr ja immer nur 89. Das ist ein relativ gutes Angebot, weil einmal kriegt ihr die goldenen Schlüssel und einmal die verblichenen. Das finde ich cool. Das ist eins der Angebote, die ich nicht schlecht finde. Ansonsten müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt. Wenn ihr ausgebt Geld hier im Spiel, dann habt ihr nicht jeden Tag, heute zum Beispiel beim verlorenen Schatz, die Möglichkeit, wenn ihr das Paket hier kauft, was ich eben euch zeige, nochmal 100 Schlüssel oben drauf zu bekommen. Ja, dies lohnt sich. Das ist aber heute Freitag und Sonntag nur. Dazwischen gibt es ein anderes Angebot, was nicht ganz so gut aus meiner Sicht ist. Müsst ihr euch überlegen, wenn ihr Geld ausgeben wollt dafür. Wie gesagt, eure Entscheidung. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Heute gehen wir über die linke Seite. Warum spielen wir das? Es geht um Punkte, die ihr macht. Aktuell habe ich 720 Punkte und hier unten seht ihr, füllt sich, ja, eine Skala. Die erste kriegt ihr 5000 Gold, immer gut. Die zweite kriegt ihr 16 von den älteren Elixieren, bei 700 Punkten kriegt ihr 16 von den älteren Elixieren, bei 1,5 bekommt ihr dann jetzt auch schon die neueren Elixiere, liegt daran, dass die in 30 Tagen etwa kommen, die neuen. Und ihr bekommt 5 mal das 4er Intensitätszahnrad, ist nicht schlecht. Hey Mokka! Bei 2,3 bekommt ihr schon 8 Elixiere und ihr bekommt dann die Brustplatte der dreifachen Pracht, finde ich ganz gut. Bei 3,5 bekommt ihr dann den Gürtel, da kann ich mich bald mit tot schmeißen.
soweit wie ich den habe. 11 Elixiere und dann bekommt ihr auch schon 5 mal das 5er Intensitätszahnrad, das ist schon nicht schlecht. Bei 7100 würdet ihr 1,3 Millionen Rabensaphire bekommen. Billionen, Entschuldigung, Billionen. Das ist nicht wenig. Dann Elixiere der dreifachen Pracht, 16. Ein Goldzepter, das liegt jetzt daran, weil wirklich in 4 Wochen, bisschen mehr als 4 Wochen, kommt das neue Update. Und 975 mediterranes Kristall. Oh, das finde ich gar nicht schlecht hier. Und doch muss ich sagen, ist nicht schlecht, die Belohnung. So, bei 17,5 gibt es dann schon 5 6er Intensitätszahnräder. Dann nochmal Schloss von Atlantis Fragmente, 10 Stück und 32 Elixiere. Finde ich ein bisschen schwach, die Belohnung. Bei 35,5 bekommt ihr ein Söldner Luftschiff für einen Tag, 500 Flocken, 15 von diesen Fragmenten für das Atlantis, 20 Splitter, 64 Elixiere. Wer zu viel Geld hat und bei 71.000 Punkten angekommen ist, der weiß eh nicht mehr wohin damit. Der bekommt sogar das Elixier direkt fertig. Wer aber 71.000 Punkte voll macht, kann ich jetzt schon sagen, der hat das eh schon gemaxt. Der weiß gar nicht mehr, was er damit soll. Dann bekommt ihr 3 legendäre Schloss von Atlantis Fragmente. Und hier bekommt ihr auch das erste 7er Intensitätszahnrad sowie nochmal 12 Stunden kolossalen Marschkapper. Auch nicht schlecht. 125 muss ich gerade überlegen, hat das letzte Mal irgendjemand gemacht, ne? Ich glaube 125 hatte letzte Mal jemand sogar. Also das ist wirklich crazy. 125.000 Punkte ist schon verrückt. Da bekommt ihr nämlich 2 7er Intensitätszahnräder. 10 mal die 100.000 Rekrutierung. Dann bekommt ihr 2 Stunden legendäre Marschkapazität 50.000. Dann 5 von diesen legendären Fragmenten und 3 Millionen rote. Wobei ich sagen muss, das hier ist natürlich übel. Ja, bei 250 kriegt ihr das 8er Intensitätszahnrad. 30 von der wassertesten Tinte. Dann 12 Stunden 2000%. Und nochmal 7 von diesen Fragmenten. Und bei 350 bekommt ihr 2 8er. Das ist crazy. Sowie die 12 Stunden fortgeschrittene legendäre Marschkappa 100.000. Zweimal noch die kolossale Marschkapazität 50% und 10 Fragmente. Das hier ist Item, das ist so selten, so teuer. Theoretisch, wer das machen würde, würde sich wahrscheinlich rentieren, weil das Item kostet 1000 Euro plus. Nur mal so. Macht aber selten einer bis da unten, weil es einfach so teuer ist. Ja? Deswegen spielen wir das hier, um das zu füllen. Punkt 1. Der zweite Punkt. Es gibt eine goldene und eine diamantene Piratentruhe. Die goldene empfehle ich eher, genau, weil bei der goldenen bekommt ihr nämlich die Schriftrolle für Blutfeuer Gebäudewappen. Die bekommt ihr bei der bei der Diamanten nämlich leider nicht, auch wenn die Belohnungen hier besser aussehen. Bei der goldenen kostet ein Dreh 10, 10 Drehen 90. Bei der Diamantenen ein Dreh 100, 10 Dreh 900. Ja, das heißt, bei der anderen dreht ihr, wenn ihr es richtig anstellt, 10 Mal. Hier dreht ihr nur einmal und kriegt nur 10 Belohnungen. Wenn ihr Pech habt, kriegt ihr dann halt nichts Gescheites raus. Wir haben es ja schon oft genug gehabt mit den Farmen, dass dann ich nur die mal 1000 bekommen habe und das war's. Ja. Deswegen gehe ich eher auf die hier, ja. Und wenn wir jetzt hier anfangen, kriegt man bei einem Dreh 12.000 Gold. Das gibt's hier oben, glaube ich, gar nicht. Ne, doch hier 15.000, ja, in der. Hier bekommt ihr einfach mehr Gold raus. 12.000. Dann gibt es die Fragezeichenruhe. Da gibt es relativ viele Items, die ihr bekommen könnt für Verbesserungen, für Beschleunigungen, Rekrutierung, zum Boosten und so weiter. Dann gibt es ein Diff-Truhe, Lord des Todes, wo ihr unterschiedliche Items bekommen könnt raus. Ja. Dann gibt es hier, wie gesagt, 2 Gebäudewappenteile, zweimal die Elixiere, nochmal die Fragezeichenruhe. Dann
Präzisionskomponenten 40 Millionen, dann 875 von den Luftschiffbauteil-Optimierer, sind auch nette Items. Hier gibt es nochmal diese Schloss von Atlantis Fragmentruhe mit unterschiedlichen Chancen. Ihr könnt sogar das Ding direkt bekommen. Oder halt nur 2 Teile, 3 Teile, 5 Teile, 10 Teile, 20. Ich habe immer Glück und kriege das hier unten. Yay, ich freue mich um. Dann gibt es die Duo mit Entwurfsfragmenten für fortgeschrittene Luftschifffähigkeiten. Oh, war das früher nicht sogar ein festes Teil? Also da könnt ihr euch aussuchen, welches ihr wollt. Und es gibt dann nochmal Gebäudewappenkristall 1375 sowie die geringe Chance auf direkt einen alten Skin, einen Schloss-Skin, nämlich den Lord des Todes. Ich habe den schon, wie ihr seht, deswegen steht das hier schon. Das heißt, ich könnte ihn dann verschenken für Apfel und ein Ei. Ne? Das ist erstmal dies. Bei der anderen ist es so, dass ihr bekommen könnt die 12 Stunden kolossale Marschkapazität. Hier sind einfach bei der Fragezeichen-Truhe höherwertige Sachen drin. Ihr kriegt jetzt klar 15.000 Gold, ihr kriegt einen 6er, 195 Truppenbeschleuniger, 237 Millionen Lava oder halt 350 Millionen Ether, 5,2 Billionen Pyraban. Könnt ihr bekommen. Oder auch hier 440 Millionen Raben. Aber wenn wir das jetzt mal umrechnen, ihr dreht das 10 Mal. Also ihr dreht das einmal und kriegt 10 Sachen raus. Dann kann es auch passieren, dass ihr das hier bekommt. Ja, dann bekommt ihr noch das und das und das. Dann sind die 10 Versuche weg und ihr habt nichts Gescheites bekommen. Als Beispiel. Dann habt ihr hier die Chance auf 2 von diesen Düfttruhen Lord des Todes Fragmente. Hier wird ihr auf 35 Elixiere bekommen. Das ist natürlich geil. Warum auch immer. Es gibt hier nur eine Fragmenttruhe vom Schloss von Atlantis. 749 Purple. Finde ich mega. 7100 Gebäudewappen, 440 Millionen Präzisionsteile, dann hier 12 mal die Düfttruhe, Lord des Todes, das ist natürlich schon eine andere Ansage, 9 mal dieses taktische Hinweisfragment himmlischer Zorn und 130 von den Veredelungsschriftrollen. Sowie, wenn ihr ganz viel Glück habt, bekommt ihr den überlegenen Lord des Todes permanent. Wäre natürlich geil, den zu bekommen, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier das bekommt, moin Paddy, oder das, ich habe es auf einer Farm mal gehabt, da habe ich das Ding hier 12 Mal gekriegt und dann noch eins und konnte dann mir eins von den beiden Sachen holen, weil da bekommt ihr ja 4 Teile raus. Könnt ihr Glück haben. Ich mache das aber nur noch bei den Farmen, ja. Ich drehe dann lieber hier, wir drehen jetzt einmal, auch wenn das meine Goldschlüssel sind, dann die ich verballere. Ja, und dann nehme ich lieber hier das hier mit, ein bisschen Purple mit und solche Sachen. Ihr könnt Glück haben, ihr könnt Pech haben. Immer unterschiedlich. Ne? Wie ihr jetzt seht, hier ist das 40 Millionen Präzisionsteile. Der Rest ist alles aus der, das ist auch super hier, Äther-Kristalle, ja, alles aus der Fragmenttruhe, ja. Müsst ihr entscheiden, was euch da wertvoll ist. Und warum spielen wir das hauptsächlich? Hauptsächlich geht es ja hier um die Punkte. Und dann gibt es einen Rang in deinem Königreich und Rang in allen Königreichen. Da sind Striche. Ist ja nicht schlimm. Karl, du hast ja ab heute Zeit dafür. Aber denk dran, du kannst auch einfach mir die Diamanten schicken. Ist in Ordnung. Ich bin da nicht böse drum, wenn du das machst. Ja. Ja, aber das waren hier schon mal Badges drin? Nein. Hier war da noch nie Badges drin, oder bin ich jetzt doof? So. Ich habe bis jetzt diese Woche, ehrlich gesagt, nichts. Doch, eine Sache habe ich geholt bis jetzt. Eine Sache. Guck mal gleich. So. Also, es gibt dann 2 Listen nach Rängen. Da geht es dann um diese Punktegeschichte. Einmal dein Königreich. Da würde Platz 1 bekommen 50.000 Gold. 100 Truppenbeschleuniger ist nix. Dann 2 5er Intensitätszahnräder. 3 mal diese Schloss von Atlantis Fragmentruhe. Dann bekommt ihr diesen Skin, Chimäre, für Schaden für Armee, Schaden durch Armee. Ja. Und ihr bekommt dann noch diese Rahmen und Namensschild. Ja.
Ja, kann man mitnehmen, muss man nicht mitnehmen. Wenn wir natürlich ein Spieler sind wie Al7, kann ich euch sagen, der ist in alle Königreiche Platz 10 dabei. Wenn ich die hier jetzt immer mitnehmen würde, dann würde ich hier immer diesen Schaden für oder Schaden durch haben und dann würden diese Stats richtig hoch sein. Aber nein, muss ich ehrlich sagen, ich empfehle es nicht. Also das ist meine Meinung. Platz 2 kriegt dann ein bisschen schwächere Items, denselben Skin, aber hier ist Rahmen- und Namensschild schwächer. Platz 3 ist dann auch nochmal ein bisschen schwächer. Hier sieht man es so ein bisschen, ne? Der sieht hier noch ein bisschen anders aus. So, Platz 4, 5 und 6 bekommt dann schon nur noch hier ein 4er Intensitätszahnrad und da sehen die Rahmen dann auch etwas schwächer aus. 7 bis 10 bekommt dann noch 2 Intensitätszahnräder, weniger Gold, weniger Truppenbeschleuniger. Und die bekommen gar kein Namensschild und auch keinen Rahmen mehr. Aber immer noch den Skin. Von 11, oh, da bin ich gerade sogar, bis 20 bekommen den Skin nur befristet auf 28 Tage. Und Platz 21 bis 30 bekommt ihn dann nur noch für 14 Tage. Hab davon, glaube ich, ein paar rumfliegen. Nutze ich gar nicht. Ja. So, und bei alle Königreiche ist es einfach so, das ist noch eine andere Ausnummer, ja. Wie ihr seht, ist da jetzt schon der 30. bei 9000 Punkten und da wird es nicht bei bleiben. Und da ist es so, Platz 30 bis 21 bekommt den überlegenen Chimäre für 14 Tage. Und der Unterschied ist, ihr bekommt hier statt 0,5 1%, Schaden durch Armee ist es dann sogar 1,5 statt 0,5, sowie Schlachtfeldbehandlung. Ja. So, schade, er springt immer rum. So, Platz 20 bis 11 bekommt ihn dann für 28 Tage und Platz 10 bis 1 bekommt ihn komplett. Ja. Dazu bekommen alle Fragmente, Truhen, sowie ab Platz 6 gibt es dann nochmal zusätzlich Namensschild und einen Rahmen. Und je höher ihr kommt, umso krasser wird einfach der Rahmen. Ne? Also der 1er Rahmen, der sieht schon irgendwie, ja, übel aus. Ne? Also wer mit sowas hier rumläuft, auch von anderen Skins, der weiß, da hat einer Geld und ja, der hat es drauf oder hat einfach zu viel Geld. Sucht es euch aus. Ich will klein, aber stark sein. Okay, so, das ist im Prinzip die ganze Geschichte dazu. Es gibt hier eine Offenlegung, wie ihr seht, so habt ihr wohl eine 4%ige Chance, 4,44 auf diese Gebäudewappen. Ja, also ihr werdet ab und zu welche kriegen. Also heute habe ich zum Beispiel 4 Elixiere bekommen, ich glaube einmal das. Ne, ja. Achso, ich habe noch vergessen, wie kommen wir an die Schlüssel, an die verblichenen? Eieieiei, ganz vergessen zu erzählen. Also, da gibt es auch 3 Sachen. Einmal Sammeln von Ressourcen in der Stadt. Da bekommt ihr welche. Sammeln außerhalb der Stadt, also die 5, die ihr schicken könnt, die Märsche. Sowie besuche den Vampirboten. Der Vampirbote ist auf der Karte verteilt. Manchmal steht einer in eurer Nähe und manchmal müsst ihr laufen. So, da ist er. Und wie ihr seht, also kann ich gar nicht schicken, habt ihr am Tag, habt ihr insgesamt 40 Versuche. Ein Versuch kostet normal 10. Ihr könnt dafür aber ein Talent nutzen. Nämlich dieses hier. Dann reduziert sich das von 10 auf 8. Ja. Werde ich heute im späteren Verlauf noch nutzen. Ich warte nur darauf, dass der Balken wieder voll ist. So. Und das ist im Prinzip einfach alles zu der Geschichte. So, und warum lege ich jetzt auf die Skins nicht ganz so viel Wert? Ne, der neue Skin ist ja jetzt... Wo ist er denn? Wo ist denn der? Ach Gott, nee, die habe ich ja alle. Der neue Skin ist ja hier einmal. So wie hier unten da. So. Aktuell gibt es ja den älteren Skin. Moment, jetzt muss ich kurz schauen, wo der ist. Wo ist denn der ältere Skin? Ach so, den habe ich schon, ne? Den älteren Skin habe ich ja schon hier. So, den gibt es ja aktuell auch. Ja.
sowie den legendären davon. Der wäre hier. Na, der wäre noch gut. Theoretisch, wenn man den kriegen würde. Ich warte jetzt aber ehrlich gesagt ab, weil wie ihr seht, die Älteren haben Schaden für und Impfschaden. Ja, hier ist es dann Erhaltener, da ist es Fernkampf und ab hier kommt die Schlachtfeldwandlung dazu. Ja, also in 3 Updates, also in 3 Monaten kommen dann, wenn nichts schief läuft, dann diese etwas besseren für mich. Und deswegen würde ich eher auf einen von denen gehen, zum Beispiel auf ihn hier. Ne? Also da muss ich ehrlich sagen, der wäre mir lieber als die älteren davon noch. Skins. So, und das war eigentlich alles zu dem Gold-Event, Leute. Ja, dann sage ich Tschüss mit Ü und sage Tschüss zu YouTube, ich bin raus.